So, ja, meine Frau und ich das war in 89, waren wir in Moskau und Leningrad mit Srimataji. Und wir sind zurückgekommen nach Wien. Und dann haben wir durch meine Schwägerin gehört, die noch in Moskau war, dass Srimataji hat uns vorgeschlagen, Brigitte und ich nach Frankfurt umzuziehen. Und es waren ein paar Saj-Yogis dort, so eine kleine Gruppe. Und wir sind ich bin hingezogen, meine Frau hat noch in Wien gearbeitet. Und dann hat Srimataji meine Frau bei einem Programm in Italien gesehen, Anfang November, Ende Oktober. Und sie wollte uns, weil wir sind eigentlich beide Künstler, und sie wollte uns helfen, irgendwie Business aufzubauen mit Kunst und irgendwie Kunst mit diesen schönen Vibrationen zu verbreiten oder Vibrationen zu verbreiten durch die Kunst. Und dann Srimataji hat meine Frau gesagt, Srimataji hat in London gewohnt, meine Frau soll Srimataji anrufen. So, meine Frau hat Srimataji angerufen und sie hat gesagt, wir können kommen, es gab ein Landhaus, ein Besitz von Srimataji, das irgendwie ein Zentrum, Saj-Yoga-Zentrum war im Land, in der Nähe von Cambridge. Und wir sollten hinkommen. So, meine Frau hat mich in Frankfurt abgeholt und wir sind nach England gefahren. Und Srimataji war wirklich so großzügig und hat immer an das Wohlwollend und das von den Menschen gedacht und die Verbreitung von Saj-Yoga, weil es diese tiefe, subtile Wohlstand bringt zu den Menschen. Und ja, so wir sind angekommen in Shuri-Camps in der Nähe von Cambridge und Srimataji hat für uns 50 Ölgemälde gekauft und hat vorgeschlagen, dass wir sie mitnehmen nach Wien und irgendwie ein Kunstgeschäft machen und dann haben wir das tatsächlich gemacht und wir haben dann ein Lokal gemietet in Wien und wir haben auch schöne Kunst, so Handicrafts auch aus Indien importiert. Und Srimataji hat uns immer Vorschläge gegeben, was wir machen, weil sie hat uns innerlich gekannt irgendwie. Und sie hat gemeint, weil ich so gut mit Holz bin, es wäre gut, wenn ich Bilderrahmen mache. So, wir haben Bilderrahmen gemacht. Brigitte hat hier Keramikarbeit weiter aufgebaut, so Keramikkunst. Und wir haben importiert aus Indien. Und dann ist unser Sohn geboren zu dieser Zeit. Und es war wirklich so eine sehr kreative Zeit. Und wir haben immer wieder versucht, Srimataji zurückzuzahlen für diese Gemälde. Und sie hat nur gemeint, nein, wir sollen mehr kaufen und weitermachen. Und dann, nach vielen Jahren, habe ich wirklich gespürt, na, jetzt wollen wir das an sie zurückgeben. Und ich habe es einfach überwiesen auf ihr Konto in London. Und ich habe einen Brief geschickt, sie war unterwegs irgendwo in Ägypten oder irgendwo. Und sie hat meinen Brief bekommen und jemand hat es gelesen und es war teilweise habe ich erklärt, dass wir das zurückzahlen wollten und auch habe ich ein kleines Gedicht dazu geschrieben. Ich weiß nur, der letzte Satz war über Wien, dass mein Wunsch ist, dass die Straßen von Wien überflutet werden, so wie ein Fluss von diesen tollen Vibrationen, von diesen göttlichen Vibrationen. Und dann ist es zu mir zurückgekommen, dass sie hat gespürt, dieser Brief hat so tolle Vibrationen, dass sie nimmt das Geld an. Und das war das Ende von dieser. Und dann haben wir natürlich weitergemacht mit der Kunst. Und bis jetzt ist meine Frau eigentlich weltberühmt geworden mit ihrer Keramik. Und ich habe viele Kinderbücher geschrieben und es baut sich immer weiter auf mit der Kreativität.